Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Vor wenigen Jahren waren hier noch Gartenhütten. Ein Steinmetz hat dieses Areal jahrelang genutzt und wir konnten hier jetzt uns so weit verwirklichen, dass wir wahrscheinlich eine der modernsten Zuchtstationen, die es derzeit gibt, errichten konnten. Warum brauchen wir das? Wir haben unseren Keller derzeit schon voll mit den Arten, die eigentlich nur mehr warten, hierher übersiedelt zu werden. Wir haben eben ganz viele hochgefährdete Süßwasserarten, ganz viele Projekte mit Universitäten, mit Salzwasserarten, mit Süßwasserarten und wir warten jetzt schon darauf, hierher kommen zu können, haben uns hier gut einbringen können, haben hier zwei alte Tundeln, von denen eigentlich niemand viel wusste, adaptieren können zu einer ganz wunderschönen Zuchtstation. Hier ist der Süßwasserbereich, der ist 16 Meter lang. Auf der drüberen Seite gibt es noch einen Tunnel, der ist 31 Meter lang. Die Tunnel sind mehrere hundert Jahre alt. Auch Historiker wissen nicht genau, warum es sie überhaupt gibt. Und wir gehen jetzt in den ersten hinein und Sie sehen dann schon eben diese alten Ziegelgewölbe und wie wir das Ganze adaptiert haben. Wir gehen einmal in den ersten, gehen dann in den zweiten und schauen uns dann noch die Technik an, die das Ganze betreibt. So ganz symbolisch sieht man hier mal ein Süßwasseraquarium, das einen See in Myanmar, also Burma, repräsentiert. Das ist der Lake Inle, ein großer See, der stark befischt wird, stark übernutzt wird und in dem es 35 Fischarten gibt. 17 davon gibt es nur in diesem See und die sind alle stark vom Aussterben bedroht. Auch diese Arten züchten wir nach, vermehren wir hier und diese ganzen Becken, die Sie hier sehen, in diesen ganzen Reihen, werden eben mit bedrohten Süßwasserfischen gefüllt. Gefährdete Süßwasserfische werden uns von allen Seiten angeboten, dass wir bitte Tiere übernehmen und Tiere hier langfristig züchten. Dazu gibt es vielleicht auch die Frage, die man stellen kann, ist es überhaupt sinnvoll? Sinnvoll ist es deswegen, weil die meisten dieser Arten aus ganz kleinen Gewässern kommen, leben dort seit hunderttausenden Jahren und genetisch haben die kein Problem. Sie haben nur das Problem, dass diese Gewässer gefährdet sind, ausgetrocknet werden, vergiftet werden. Und darum kann man diese Arten viele, viele Jahre langfristig hier halten. Da vorne haben wir schon versuchsweise die ersten Quallen eingesetzt. Auf der rechten Seite ist die Leuchtqualle, das ist eben eine Qualle, die wir voriges Jahr das erste Mal gezüchtet haben. Das Besondere an der ist wahrscheinlich die am schwersten zu züchtende Qualle, weil sie ein ganz anderes Prinzip hat als alle anderen Arten. Das heißt, wir haben hier schon die 8. Generation. Und das andere ist eine Kompassqualle, das sind diese hier, das ist eine sehr spezielle Art, auch die Chesapeake Kompassqualle, die sind noch sehr klein, aber man muss eben einfach mit den Anlagen immer größer werden. Und das Besondere an den Quallenaquarien ist die Strömung. Das war das Aufwendigste auch beim Bau, dieser Keller war nicht vorhanden. Der musste gegraben werden und da war das schon so, dass dieser Boden da besonders gut gebölzt werden musste. Gleichzeitig musste man aufpassen. Also da war der Aufwand, der bautechnische wirklich groß, um diesen Keller herzustellen. Das sind Tanks. Da wird das Meerwasser angemischt, wird auf Tanks verteilt. In diesem ersten Tank wird das Osmosewasser gelagert. Osmosewasser kann man sich vorstellen, ist so wie enthärtetes Wasser, wie destilliertes Wasser und mit dem mischt man das Meerwasser an. Wenn man Leitungswasser nehmen würde, da sind schon Ionen drinnen, da sind schon gewisse Menge an Salze drinnen und da würde man eigentlich das Meerwasser, das sehr genau diese Salzmischung komplett verändern. Darum macht man das mit entsalztem Wasser, hinten steht die Anlage, diese Osmoseanlage, die das entsalzt. Und hier kann man dann eben das fertige Wasser auf Becken verteilen und anfordern von oben. Ja.
klingt kompliziert, wir haben so die einfachste Technik gewählt, die jeder bedienen kann, die gut und nachhaltig zu arbeiten ist. Wir haben hier auch Wärmetauscher, das heißt, wir müssen das Salzwasser manchmal vorwärmen, manchmal müssen wir es kühlen und das wird alles hier in diesem Raum bewerkstelligt. Ja. Also es ist alles großzügig und langfristig gedacht, also hier können wir wirklich uns darauf verlassen, dass das funktioniert und uns das gibt, was wir brauchen, eine permanente gute Qualität, um unsere Tiere halten zu können und uns auf die Tiere konzentrieren zu können. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schau doch mal in unsere Playlist über den Tiergarten Schönbrunn in Wien.